Herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ja, es geht jetzt wieder weiter. Eben haben wir in der letzten Folge natürlich mit dem Lager gefeiert. Eine traute Zweisamkeit gehabt mit Schattenherd. Und dann noch mit den restlichen hier geredet. Wir müssen noch mit Halsen reden. Und weiter gucken hier. Vielleicht mit Wollo, mit Will und so weiter. Und dann gehen wir zum Gebirgspass. Hoffentlich. Mal gucken. Erstmal mit Halsen reden. Natürlich. Wie wird es dem Hain ohne euch gehen? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Okay. Wen? Und was ist mit einem der anderen? Rath vielleicht? Wrath has promise, but he's not ready yet. The Grove needs experience and a strong hand. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oak Father's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Okay, sehr schlau von euch. Contrary to how some think of us, we druids can play politics when necessary. Okay. Dieser Schattenfluch, den ihr erwähnt habt, er kann doch nicht so schlimm sein. The whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Und diese geheime Festung im Unterreich, was wisst ihr darüber? Precious little, but I'm quite certain it can still be found. Ihr scheint euch irgendwie für diesen Schattenfluch verantwortlich zu fühlen. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Okay. Wisst ihr, wie sich der Schattenfluch brechen lässt? Perhaps, but we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Okay. Es war sicher nicht einfach für euch, euren Titel abzugeben. Werdet ihr es nicht vermissen, erster Druide zu sein? Miss it? Oh dear no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. Okay. Ich hoffe, ich war auf der Feier mit dem Tiefling nicht allzu aufdringlich. Ich habe mich mitreißen lassen. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. Okay. Ihr hättet dasselbe getan? Perhaps. But best to not dwell on nights past. There are plenty more yet to come. Ja, habt ihr recht. Wie ergeht es euch hier draußen im Lager? With such stimulating company? Never better. Euch geht es im Lager weiterhin gut, hoffe ich. With such stimulating company? Never better. Gut. Das ist nett. Rette den Druidenhalsen. Abgeschlossen. Natürlich. Wollo, was ist mit euch? My friend, how do you fare? Habt ihr neue Nachforschungen etwas ergeben, das die bei meinem Parasitenproblem helfen könnte? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. Sind Sie ein Arzt? Hallo? Was?
Wie oft habt ihr das schon gemacht? Assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Ich will lieber eine zweite Meinung einholen. Sollen wir die Larve entfernen lassen? Ich meine, ich habe sonst gedrückt, ich will eine zweite Meinung oder bin weg das letzte Mal. Und jetzt, da ich das mit euch hier spiele, ne, vor allen Dingen, wenn wir den Gebirgspfad erreichen, im Gebirgspfad weiß ich nichts. Im Untergrund, okay, Gebirgspfad, gar nichts. Da war ich noch nie. Und dann kommt der Untergrund wahrscheinlich und danach ist alles blind. Weil ich ja dann irgendwann beschlossen hatte, ich wollte das Let's Playen. So. Aber, das hat ja auch am Anfang gesagt. Und manche Sachen wusste ich ja noch nicht am Anfang, so wie die Schattendruiden und so, war so, hä? Okay. Dann wollen wir es versuchen. Ich hoffe, wir haben vorher gespeichert. Ich glaube schon. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Warum? Wieso die Beschwerden erdulden und ihn fortfahren lassen? Ich kann nicht gucken. Wisst ihr überhaupt, was ihr da tut? Don't fidget. The needle must slip behind your eye, not through it. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Was? Die Fäuste ballen. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Das ist mein Auge, hört sofort auf, stillhalten, wie wirklich, was? Carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Hallo? Was geht hier ab? Das Werkzeug beugen, ihm jedoch gestatten, Volo fortzufahren. slowly brings the ice pick closer to your eye. Warum denn ein Eispick? Ein Pickel. Hört auf, das klappt nicht. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Hallo? Wir sind schon so weit. Ich kann nicht hingucken. Ich bin gegen mein Mikro gekommen. Tap, tap, stab. Was? Ich war auch tap, tap. Ha! I think we have the blighter on the run. Die sind zu tief. I agree. It's a feisty critter. Just a little. Tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Was? Drat. He pauses. Mein looks Auge. down at your eye and recoils slightly as it sinks into the mud. Einfach ohnmächtig geworden. Toll, jetzt haben wir ein Auge weniger. There appears to be an amount of cosmetic damage. Und was mit der Larve? Ihr habt mein Auge ruiniert. Es ist alles in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, eines meiner Augen funktioniert nicht mehr richtig. Ich muss mir wohl woanders... Ihr habt mein Auge ruiniert. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Was ist das? Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Hallo?
Was haben wir jetzt? Aura des Dämonengeistes und Unsichtbares sehen. Dauerhaft kann unsichtbare Kreaturen im Abstand von bis zu 9 Meter sehen. Kreaturen müssen einen Geschicklichkeitswurf bestehen oder sie verlieren ihre Unsichtbarkeit. Durch das Auge jetzt. Okay. Ja. Es war sehr lustig. Wir haben noch ein Auge, oder? Wir sollten mal gucken. Sieht aus, als hätten wir ein Auge. Das, was er uns gegeben hat, okay. Aber es war sehr schmerzhaft. Will, was geht mit euch? Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise you'll be used to the prosthesis in no time. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Ja, hab jetzt ein Auge. Danke für das Mitgefühl. Well met. Ich weiß nicht, was das sollte. Toll, Volo, danke. Ich habe ein Auge weniger. Dafür kann ich Unsichtbares sehen. Ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Gell, magisches Artefakt neben hier. Nimm das Badending. Das brauchen wir nicht. Nein, das von uns ausgerüstet. Das will ich nicht. Bitte. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Gut. Nur zu, ihr seid unter guten Might just be Freunden. about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Okay, wollt ihr mir sagen, ihr habt mit einer Göttin geschlafen? Oh yes. We enjoyed each other's company. Body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Okay. Wie genau habt ihr versucht, diese Grenzen zu überqueren? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Ja, das klingt interessant. Erzählt mir alles. Very well. Here goes. Hoffentlich. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms.
until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Was war die Antwort für diese Frage? Blumen und Schokolade habt ihr also wohl ausgeschlossen. Euer großer Plan war also vergleichbar damit, ein Glas Wasser ins Meer zu schütten. Genial. I certainly thought so. Sometimes there is great strength to be found in symbolism. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Okay. Den sehen wir uns an. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread mirror. Bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Bei den Göttern, warum zeigt ihr mir das? Die ganze Zeit über war ich mit einem Monster auf Reisen. Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Okay. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Okay. Ihr werdet sterben. Ich glaube, ich will das lieber, ihr werdet sterben. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Oh, okay. Können wir denn nichts tun? Ich habe euch vertraut, Gale. Ihr hättet mir sofort sagen sollen. Unglaublich. Habt ihr je darüber überlegt, was geschieht, wenn die Larve euch übermannt? Ich sollte euch eigentlich töten. Nein. Ich habe euch vertraut, Gale. Ihr hättet mir vorher was sagen sollen. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Nein, doch nicht wegen sowas. Wir finden eine Sache, so wie bei Astarion auch. Wir haben es gemeinsam so weit gebracht und werden gemeinsam weitermachen. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. Das ist stand nett. at a precipice. But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Ja, da bin ich auch für. Wir ziehen weiter, wenn ich nochmal kurz alle angesprochen habe. Ihr habt an diesen mächtigen Herrscher gedacht, von dem ihr in eurer Geschichte erzählt habt. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived.
The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistral, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel. And with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. In diesem Moment war also alle Magie dahin. For a spell, Mistral was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. Try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Wenn ihr spürt, dass die netherilische Magie euch überwältigt, was tut ihr dann? If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Kommt doch mit mir, wenn das Abenteuer ruft. Okay. Also. Wir fassen mal zusammen. Mein Auge ist weg. Wir haben jemanden hier, der abends Ärger kriegen könnte. Wir haben jemanden hier, der ein Vampir ist, uns aussaugen könnte. Wir haben jemanden hier, die verbrennen könnte und eine Fehlfunktion kriegt, alles verbrennt. Und jemanden, der explodiert. Okay. Gute Gefährten. Well met. Ja, danke auch. Halsen, was sagst du dazu? You wish to speak? Der Schattenfluch, den ihr erwähnt habt, er kann doch nicht so schlimm sein. It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Okay. Und diese geheime Festung im Unterreich, was wisst ihr darüber? Precious little, but I'm quite certain it can still be found. Es war sicher nicht für euch, euren Titel abzugeben. Miss it? Oh, beware. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's create. Das hatten wir schon. Wir können immer nur das Gleiche bei ihnen tun. Na, okay, gut. Speak. Ich spreche, wenn ich darf. Gut. Nichts Besonderes. Astarion. What can I do for you, my friend? Nicht viel. Karlach. Soldier. Ja. Auch nichts. Gut. Dann gehen wir jetzt raus, wa? Würde ich mal so sagen. Well, my day just improved. Did you want something? Ist auch nur das Gleiche. Gut, dann gehen wir jetzt das Lager verlassen. Wir haben noch ein bisschen und können dadurch den Gebirgspass ein bisschen betreten. Mit einem Auge weniger und so. Naja. Jetzt sind die Druiden hier, ne? Und das Schweinchen.
peace in the grove once again. It's been too long. Das ist nett. Na, du Schweinchen, was ist mit dir los? Sagt auch immer noch das Gleiche. So. Wir haben jetzt nichts mehr hier, ne? Außer das Teehaus. Aber ich weiß nicht, das ist ein Bug wahrscheinlich, weil wir haben da ja alles gemacht. Und hier haben wir nichts, außer halt den Reise über den Gebirgspass. Das wollten wir ja machen, ne? Hier ist noch was. Dann lasst uns mal zum zerstörten Dorf reisen. Ich hoffe nicht, dass die uns angreifen. Aber wenn ja, dann müssen wir uns jetzt wehren. Na, dann gehen wir hier hinten lang. Da mal runter. Und dann gehen wir gleich schnurstracks dahin. Aber wir haben hier noch eine Markierung. Goblin-Geheimvorrat. Okay. Haben wir wahrscheinlich gefunden irgendwo. Aber sonst haben wir hier alles 100%, oder? Jedenfalls das, was wir gesehen haben. Vielleicht gibt es noch ein paar Geheimgänge, die man durch Würfelpech oder sowas nicht gesehen hat. Ich weiß es nicht. Hä? Aber das ist doch der Geheimvorrat, oder? Den haben wir ohne was gefunden. Jetzt haben wir das Zeichen da immer, weil wir es schon gefunden haben. Gut, haben wir 2 Bugs hier. Einmal das, einmal das. Da müsste man eigentlich nochmal nachwirken mit irgendeinem Patch, ne? Dann auf nach Waukins Ruhe und zum Gebirgspass. Wir sollten auch mal jetzt hier speichern. Zack. Ich weiß ja nicht, was jetzt passieren wird da. Achso, das ist ja hier das verbrannte Dorf. Stadt. I don't know. Wir gehen da runter. Genau, und dann darüber. Die Brücke war ja zerstört durch den bösen, fiesen Drachen. Natürlich. Dann geht's jetzt. Da hinten waren wir auch schon, ne? Ja, dann geht's jetzt auf. Die haben wir alle geplündert. Hier gibt es nichts mehr. Da kommen wir nicht drüber. Detour. Toll, Umleitung. Ist ja sehr nett. Road closed. Detour ahead. Ja, aber für uns nicht die Straße versperrt, oder? Was haben wir denn hier? Erreiche den Gebirgspass. Ja, dann werden wir mal rein. Dein Abenteuer geht weiter. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, ehe du zu... Ja, ich denke schon. Ah, warte. Wir haben ja noch dieses Buch. Lesen. Entschlüssel das Buch weiter. You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by indecipherable glyphs. Without a key, they may be locked away forever. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Wie können wir da aber einen Schlüssel für finden? Vielleicht finden wir den noch später, keine Ahnung. Gut, dann reisen wir weiter über den Gebirgspass, den ich nicht kenne. Mal bin ich gespannt, wo kommen wir da hin? Klinge der Grenzen. Was, wer kommt? Aber ich bin doch nicht mehr im Lager, oder? Hallo? Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Okay. Wer in den neuen Höllen seid ihr? Ihr seid ja ein leckeres Ding. Gottverdammte Teufling. Raus aus mein Lager. Wer in den neuen Höllen seid ihr? Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power.
My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Kommt zum Punkt, Täufling, was wollt ihr? Wenn wir Karlach jetzt töten, werden wir euch denn los? Wie, ihr krümmt Karlach auch nur ein Haar. Verflucht will, warum habt ihr es nicht vorher erzählt? Ich habe genug gehört, ihr kommt hier nicht lebend weg. Wie, ihr krümmt Karlach ein Haar. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Hallo? Vielleicht hätten wir sie doch... Okay. Bitte auch ein Tiefling, oder was? That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Jetzt sind wir wieder im Lager. Hä? Aber wir sind doch beim Gebirgspass. Erstmal mit Karlach reden. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Er ist ein guter Mann. Vielleicht der Beste von uns. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Ja. Hey, soldier. Hi. Ihr und Mizora scheint euch zu kennen. Warum? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Sicher. Glaubt ihr, sie wird weiterhin Jagd auf euch machen? I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Okay. Ich kann verstehen, warum ihr unbedingt entkommen wolltet. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Das Thema wechseln. Okay. Ja, ist alles sehr komisch hier. Well, my day just improved. Did you want something? Fine. What's on your mind? Ja, sie sagt nichts weiter. Es ist so gut.
nicht, dass wir mit allen nochmal reden müssen. Was hat er zu sagen? Astarion, hm? Hello, my dear. Hallo. Auch nichts gut. Kratzer? Hope you're keeping well, friend. Ja, mir geht's gut. Ich streiche dich mal kurz nochmal. Ja, ein bisschen was. Gut, dann gehen wir mal. Lasel. Speak. Gut, wir müssen nicht mit allen sprechen. Das ist sehr, sehr gut. Halsen. You wish to speak? Es war sicher nicht leicht. Ja, gut. Das ist das gleiche wie immer. Will, wie geht's Ihnen? Damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ihr habt mich wegen Raphael gewarnt. Habt aber einen Pakt mit Misora. Was für ein Heuchler. Die Klinge der Grenzen muss so einiges erklären. I'll say what I can, but it won't be enough. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Gut. Lasst mich raten, dieser Pakt ist der Grund, warum ihr euch mit eurem Vater überworfen habt. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Well met. Wie fühlt es sich an, ein Teufel It's zu sein? said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Einen ziemlich attraktiven Teufel, wenn man so sagen darf. I can't tell if you're being silly or serious. I'll accept the flattery either way. I suppose I'll grow used to the new me. Horns and all. The people will see a curiosity. Maybe even a beast hungry for their souls. Ich glaube nicht, sie kennen ja Slay their Tieflinge. monsters, keep them safe. And one day they will see the blade of frontiers again. Ihr solltet diesen Pakt beenden. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Warum wollt ihr ihren Befehlen überhaupt folgen? Was könnte sie tun, was schlimmer ist als das, was sie bisher She getan could hat? kill me for one, and that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Ja, wenn wir unsere Würmer vereinen, könnten wir sie schlagen. Ich mache mir nur Sorgen, was sie als nächstes antut. I'm so sorry to give you another reason to sleep restlessly, but it's my burden to bear. She won't touch you unless there's something there for her to take. Don't give her so much as an inkling there might be. Danke. Well met. Gut. Gail, irgendwas dazu zu sagen? How can I help? Gut. Das ist sehr, sehr gut. Können wir denn raus? Nein, können wir nicht. Wir müssen zu Bett gehen. Dann gehen wir noch zu Bett.
Was ist denn jetzt schon wieder los? Heute ist aber sehr, sehr viel los. I came just in time. You are transforming. Was, wir sind dabei, uns zu transformieren. Achso, das ist unsere Wächterin, oder? Die wir erstellt haben. Ich kenne eure Stimme, ich habe sie schon mal gehört. Yes, you have. I saved you before. Das war sie? Okay. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Die Hand ausstrecken und ergreifen. Und wenn sie uns geholfen hat. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. Aber warum? Keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. Was ist hier los? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. Kann ich das nicht auch so? I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise. WTF, heute haben wir nur Geschichte und richtig krasse Sachen. Ja, okay. I had a wild dream last night. This beautiful entity came to me, promised to protect me. Told me the parasite in our heads could give us power. Ja, ich hatte auch so einen Traum. Nebenwirkung der Larve. Sounds like it. What did you make of it? Ich halte es für irgendeinen psionischen Trick. Ich habe dem Wesen kein Wort geglaubt. Es war nur ein Traum. Wenn unser Zustand auch irgendwie Mächte birgt, bin ich bereit, es auszuprobieren. Es war ein Traum. So ein Yeah. Right. Hoffentlich. I hope so, anyway. Ich will aber nicht ausprobieren, was die können. Ich will nicht, dass mein Wurm stärker wird und mir den Kopf beißt. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge nochmal mit allen sprechen. Und dann endlich zum Gebirgspass gehen. Hoffentlich. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Like da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts verpasst. Oh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.